Hallo liebe Modellautofreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute stelle ich euch ein ganz besonderes Fahrzeug vor. Ihr könnt schon sehen, es ist der Mercedes-Benz SSK Trossi von der Firma CMC im Maßstab 1:18. Das ist ein ganz besonderes Modell und zwar, das ist zum 25-jährigen Jubiläum von CMC gebaut worden. Schauen wir uns erstmal die Verpackung an. Wie ihr sehen könnt, in dem neuen Design von CMC, hier Informationen zum Fahrzeug in verschiedenen Sprachen. Und schauen wir noch mal kurz, was im Lieferumfang mit dabei ist. Das ist einmal hier so ein Zertifikat, ja. Und hier ist die Nummer 727. Ja. Ich glaube, der Wagen ist limitiert. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ist auf jeden Fall die Seriennummer 727. Und da kann man im Prinzip sehen, ja, die Features von dem Wagen in den 3 verschiedenen Sprachen: Englisch, Deutsch, und Chinesisch. Ebenfalls mit dabei ist eine Betriebsanleitung, denn man kann sehr viele Sachen hier öffnen und schließen. Ja, ist mehrseitig. Hier ist die Styroporbox und darunter ist das Opening Tool und ein Schraubenzieher oder Drahtzieher mit dabei. Und innen drin befindet sich noch ein Poliertuch bzw. CNC-Tuch, wo hier gerade was draufgeflogen ist offenbar. Jetzt möchte ich euch noch kurz was zur Geschichte des Mercedes SSKs erzählen. Dieses besondere Fahrzeug wurde weltweit nur ein einziges Mal hergestellt und gilt daher als der wertvollste Mercedes-Benz. SSK steht für Super Sport Kurz, in dem Fall kurz für kurzer Radstand, wobei das Auto selber natürlich nicht kurz ist. Der Amateurrennfahrer Conte Carlo Trossi hat das Auto nach kurzer Besitzdauer verkauft, nur um es Jahre später zurückzukaufen. Das war der Zeitpunkt, wo er diese schöne stromgünstige Karosserie entwarf. Diese Form und der Glanz des Lacks und Chroms brachte dem Auto den Beinamen Schwarzer Prinz ein. Der Wagen hatte bereits viele Vorbesitzer, als der Modeunternehmer Ralph Lauren in den 80er Jahren diesen Mercedes kaufte. Das Auto wurde erneut restauriert und zum Best of Show beim Concours der Elegance in Pebble Beach gewählt. Das war übrigens auch das erste selbstentwickelte Modell der Unternehmensgründer von CMC. Dieses 25 Jahre jetzt her. Und damals gab es das Modell im Maßstab 1:24. Und deswegen ist das quasi ein Jubiläumsfahrzeug. Und jetzt schauen wir uns mal das Auto im Detail an. Und fangen an, wie immer, bei der schönen Front. Und ihr könnt sehen, das ist schon ein sehr, sehr imposantes Fahrzeug. Sehr, sehr schön harmonisch geschwungene Flügel hat er hier, die Kotflügel. Sehr viel Chrom können wir sehen. Hier die 2 Scheinwerfer sind sehr detailliert gemacht worden. Ja. Schaut doch mal rein. Das ist wirklich sehr, sehr klasse. CMC üblich natürlich die Detailverliebtheit. Man kann in die Lampe reingucken. Ja. Der Kühlergrill ist natürlich durchstochen. Ja. Hier mit dem großen Mercedes-Stern noch dran. Ich hätte es natürlich schöner gefunden, wenn beim Original hier oben natürlich ein Mercedes-Stern oben drauf wäre. Das ist leider nicht der Fall, also auch nicht im Modell. Die Öffnung zum Kühler hier oben kann man übrigens abschrauben. Ich versuche es gleich mal abzuschrauben, allerdings geht das mit den Handschuhen eher schwierig. Also ich habe das kleine Teil hier schon mal abgeschraubt. Wie gesagt, mit Handschuhen ist es sehr schwierig. Und ihr seht also, wie klein das hier ist, ja. Also das ist wirklich sehr, sehr klein. Und wir gucken mal rein. Ja, also hier ist eine Öffnung drin. Ist jetzt nicht spektakulär, aber ist schönes Detail, ja. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich sage, man kann es machen. Oder man muss es nicht machen, aber wenn es da ist, ist es ein schönes Detail, was jetzt gerade runtergeflogen ist. Man sollte eben Kleinteile nie mit Handschuhen anfassen, beziehungsweise überhaupt bei Modellautos. Ist das immer eine schwierige Geschichte. Ich habe es zum Glück wiedergefunden und schon mal wieder dran geschraubt. Ja, kommen wir zur Seite. Und die ist auch sehr, sehr, sehr elegant. Wie ihr sehen könnt, passt kaum auf den Bildschirm drauf. Und diese Ansicht hier ist natürlich einmalig, wie ich ja vorhin schon gesagt hatte. Diese lang geschwungenen Kotflügel, die sehen wirklich sehr, sehr schön aus. Also wie Tränen eigentlich, ja. Und also sehr, sehr windschnittig. Und wir können sehen, hier vorne, die Reifen sind auch sehr detailliert gemacht worden. Ja, sind von Hand eingenarbt, diese Speichen. Und dahinter kann man noch die großen Trommelbremsen erkennen, beziehungsweise, ich glaube, es sind Trommelbremsen. Und Dunlop-Reifen. Ja. Die Reifen kann man natürlich alle abschrauben. Und hier hinten können wir sehen, diese Reifen und die Radabdeckung, die kann man ebenfalls noch abschrauben mit diesen kleinen Schrauben. Ja, hier links und rechts. Das mache ich jetzt nicht.
Da könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was das ergeben würde. Die Schrauben wären weg und nie wieder auffindbar. Mit solchen Spirenzchen fange ich gar nicht erst an. Ich finde es auch so übrigens schöner. Ja, ist sehr elegant. Und wir schauen uns nochmal die Seite hier vorne an. Von der Motorhaube. Ja, die Verschlüsse und alles. Ist sehr detailliert gemacht. Die Motorhaube, wie gesagt, durchstochen. Ja. Aber das könnt ihr sehen. Man kann durchgucken. Oben natürlich auch. Hier oben haben wir Lüftungskühler. Oder Lüftungsöffnungen besser gesagt. Und an der Seite glaube ich auch. Und hier kann man auch sehen, eine kleine Einstiegsleiste mit Blech verkleidet. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Also es beeindruckt mich sowieso immer CMC. Ist sehr qualitativ und sehr detailliert immer gemacht von den ganzen Modellautos. Ich habe natürlich noch andere vorgestellt. Link dazu in der Beschreibung oder im i. Guckt euch die einfach mal an. Die sind alle sehr, sehr schön. Also hier die Reifen kann man abschrauben. Ja, wie ihr sehen könnt. Ist gar nicht so einfach. Und das sind Zentralverschlüsse. Ja, Zentralverschlüsse. Und so kann man den Reifen auch hier vorsichtig abziehen. So. Und wir können sehen, hier Reifen gewechselt bzw. abgemacht. Und wir können hier das Innerliche noch sehen. Ja, sehr detailliert gemacht. Das ist wirklich schön. Und ich würde sagen, ich schraube den ganzen Reifen jetzt wieder dran und hoffe, ich kriege das hin. So, ich habe es geschafft. Ja, wie gesagt, ohne Handschuhe geht es besser. So. Also wie gesagt, Reifen kann man abschrauben. Jetzt ist der auch wieder fest. Und ja, wie gesagt, kann man überall machen. Schauen wir uns das Heck an. Hier wunderschön geformt, ja, sehr, sehr elegant, die langgezogenen Linien. Dieser Kofferraum sieht wirklich aus, ja, wie so eine Rakete im Prinzip. Also sehr, ja, eigensinniges Design, aber wie gesagt, ist auf jeden Fall einmalig. Hier das original römische Kennzeichen und den Auspuff, den kann man auch sehr gut erkennen. Und hier die Verschlüsse am Kofferraumdeckel, ja, sehr filigran, die kann man so umklappen, ja, wie in echt. Und das ist natürlich auch sehr beeindruckend, würde ich sagen. Von der anderen Seite schauen wir uns den Wagen natürlich auch nochmal an, weil der hat hier ein Highlight. Und zwar hier, ja, die Auspuffkrümmer sind aus Metall gefertigt und sieht natürlich sehr, sehr gut aus. Ja, also passt auf jeden Fall sehr gut zum Fahrzeug, wie ich finde. Und ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal in den Kofferraum reinzugucken. Ich tue dazu hier die Teile umklappen. Ich hoffe, ich schaffe das. So. Hier auch noch. Ja Leute, gucken wir jetzt mal in den Motorraum bzw. den Kofferraum mal rein. Gleich zu Beginn möchte ich euch erstmal zeigen, wie das Ganze aussieht. Wir können sehen, hier ist so eine Schnalle, die kann man aushaken. Das finde ich sehr gut gemacht von CMC. Diese Idee ist gut. Allerdings hier links und rechts, diese Haken, die muss man ein bisschen hochheben und rausdrehen. Das ist vor allem hier gar nicht so einfach und ich muss da CMC an der Stelle loben und gleichzeitig kritisieren. Ja, dasselbe Problem ist auch hinten gewesen. Der rechte Verschluss, der war relativ einfach, aber beim anderen hier, da hat hier die Rückleuchte gestört und ich konnte diese Schnalle hier unten nicht rauslösen. Das war sehr schwierig und gerade mit großen Fingern ist es natürlich nicht so einfach. Und wie gesagt, ich muss hier CMC gleich loben und gleichzeitig, wie gesagt, kritisieren. Das ist zu viel, meiner Meinung nach, zu viel Liebe zum Detail, die dann für den Sammler meiner Meinung nach wieder störend wirkt. Also vor allem, er hat ja auch Angst, irgendwas kaputt zu machen oder so, ne? Also ich zumindest. Und da würde ich sagen, ist die Lösung hier, solche Ansätze, viel besser. Also ich hätte es gelassen, hier das nur anzudeuten und dass man es einfach so im Prinzip andeutet und nur hier öffnet die Kofferraum, die Motorklappe zum Beispiel. Ja, also das ist sehr gut gelöst. Bei dem Bugatti zum Beispiel, den ich von CMC auch noch vorstellen werde, der ist natürlich dann verlinkt in der Playlist von CMC. Der hat auch so einen Riemen, den musste man die Gürtelschnalle öffnen, ja. Das ist sehr friemlich gewesen. Und ja, also wie gesagt, wir schauen jetzt mal hier vorne rein. Ja, kann man hier anheben. So. Und ihr könnt sehen, der Motorraum, beziehungsweise das Aggregat ist sehr detailliert umgesetzt worden, wie man es von CMC gewohnt ist. Ja, also sieht sehr, sehr schön aus. Und die Motorhaube ist natürlich auch sehr gut gemacht. Ja, die kann man hier mit Klavierscharnieren
ist das gemacht worden wie im Original. Und das ist natürlich sehr schön. Und die kann man natürlich wieder hier absenken. Und wir schauen uns natürlich die andere Seite auch gleich an. Hier mit den schönen Luftausstromrohren oder... Seht ihr schon, was ich meine? So. Na. So. Ganz einfach. Und auch hier, ja, sehr detailliert die Schläuche. Aus Metall, wie gesagt. Gefällt mir wirklich gut. Und ja, also, wie gesagt, da kann man nicht meckern. Also hier auch, wie gesagt, durchstochene Motorhaube. Das ist schon sehr, sehr, sehr schön. Ja. Machen wir hier wieder zu. So. Und gucken uns jetzt noch natürlich den Kofferraum an. Und der ist hier, wie gesagt, mit diesen zwei Laschen versehen. Die muss man aufmachen und dann kommt man natürlich auch in den Kofferraum rein. Bei mir ist jetzt das Problem, der Kofferraum geht immer wieder bis zu dieser Stelle zu. Also auf Bildern sah das aus, dass er wenigstens so aufgemacht werden konnte. Ich möchte euch trotzdem mal den Innenraum zeigen hier. Also das ist ein Reserverad hier drin. Das kann man... Na, so. Das Reserverad hier kann man abschrauben, wie ihr sehen könnt. Das mache ich jetzt nicht. Die Scharniere hinten sind auch sehr schön gemacht, finde ich. Und hier ist natürlich noch der Tankstutzen. Den kann man auch öffnen, ja. Das ist sehr detailliert gemacht wieder. Also das gefällt mir, bis auf, wie gesagt, hier die Kofferraumklappe. Also irgendwie müsste die meiner Meinung nach mehr halten. Also hier hört es auf. Ja. Wenn ihr den selber habt, schreibt mal, ob es bei euch auch so ist. Würde mich wirklich interessieren. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal den Innenraum an. Und der ist natürlich auch sehr... Wow. Der ist natürlich auch sehr schön gemacht, ja. Also hier, die Sessel bzw. die Fahrerbank ist mit echtem Leder bespannt. Und hier mit den kleinen Steppnähten, das sieht schon sehr gut aus. Das Lenkrad sehr detailliert. Und was mich hier natürlich ganz besonders erfreut, das ist, Moment, hier, das Armaturenbrett. Ja. Mit diesem gebürsteten Stahl oder Aluminium, das sieht sehr, sehr gut aus. Also wie im Original. Das gefällt mir sehr gut. Man kann die kleinen Ziffern sogar erkennen, ja, im Display bzw. in den Rundinstrumenten. Das ist schon ein ganz großes Kino, finde ich. Also das ist wirklich schön gemacht. Der Fußraum, wie ihr sehen könnt, ja, auch sehr detailliert. Also da hat sich CMC wieder Mühe gegeben, beziehungsweise ja, was sehr Schönes auf die Beine gestellt. Und ich möchte euch natürlich noch den Unterboden zeigen. Der ist nämlich auch sehr detailliert gemacht worden, wie ihr sehen könnt. Ja, also hier mit dem Motor, das sieht alles sehr, sehr gut aus. Ja. Ja. Sehr detailliert. Ja, CMC-typische Qualität halt, ne? Also es ist immer eine Wonne, die Autos anzugucken von denen. Jetzt ist, wie gesagt, meine Kritik hier mit dem, ja, mit den angesprochenen, ja, Detailliebe. Ja, das ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite als Sammler natürlich verdammt ärgerlich, wenn was kaputt geht beim Öffnen, beziehungsweise wenn es sehr friemelig geht. Ich meine, da würde ich, glaube ich, lieber auf die Detailliebe etwas verzichten, wenn ich dagegen ein bisschen Praktikabilität bekommen würde beim Öffnen von Türen oder sowas. Und natürlich mein üblicher Kritikpunkt bei CMC ist leider der Preis. Also hier für den Wagen, das ist schon sehr viel. Also knapp 500 € wird hier aufgerufen. Bei manchen Shops etwas weniger, bei manchen mehr. Ja, er ist auf keinen Fall schlecht oder so. Versteht mich nicht falsch. Aber vielleicht sind, ja, es ist nicht wenig Geld. Also ihr müsst es selber wissen, ob ihr das bereit seid auszugeben. Aber ich sag mal so, ihr kriegt schon ein schönes Stück Auto. Und wie gesagt, in echt wäre der sowieso unbezahlbar, denn das ist ein Einzelstück. Und ja, ich denke, man kann als Mercedes-Sammler oder wenn man auf Oldtimer steht, kann man sich das ruhig gönnen. Also ich habe es mir auf jeden Fall gegönnt. Schaut gerne meine anderen CMC-Autos an oder natürlich auch noch meine anderen Videos. Ich habe ja ganz viele schon online und es kommen immer mehr. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Das interessiert mich. Abonniert mich bitte und drückt natürlich die Glocke. Ich habe nämlich gesehen, dass sehr viele Leute noch keine Glocke gedrückt haben. Warum nicht? Holt das nach. Also, in dem Sinne, macht's gut. Wir sehen uns wieder bis zu einem neuen schönen Modellauto. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao.